Freunde und willkommen zurück zu Witcher-Reihe Wild Hunt, wo wir in der letzten Folge die Hauptquestreihe beendet haben. Und jetzt haben wir noch hier vorne einen betrunkenen Guillaume stehen, scheinbar. Den habe ich irgendwie in der letzten Sonderfolge entdeckt. Und wir haben noch zwei Sachen, die wir sonst erledigen wollen. Aber erstmal kümmern wir uns um ihn. Guillaume, what are you doing here? Leave me be. Without my Vivian, life has no meaning. You are the last to whom I wish to speak. Sehr ehrenvoller Ritter. Okay, das hat sich ja richtig gelohnt, diese Quest. Gut, wir haben aber noch ein... genau, wir wollten uns die Belohnung abholen, denn die haben wir mittlerweile fertig. Und das Monster... Stimmt, ich habe die Schatzsuchen irgendwie verpennt. Ja gut, dann machen wir uns heute auch noch ein bisschen auf Schatzsuche. Oder morgen, je nachdem wie lange die Monster-Quest dauert. Und dann habe ich auf der Map noch genau ein Fragezeichen übrig gelassen. Denn ich meine im Kopf zu haben, dass dort noch ebenfalls eine Nebenquest existiert. Und die ist, ja, ihr werdet es nachher sehen. Oder morgen, wie gesagt, je nachdem. Ich hätte eigentlich die ganzen Gerüste dahin gebaut, aber gut, nein. Vampirangriff. Guten Tag. Greetings, Knight. My most heartfelt gratitude, sir. Compensation for your sacrifice. Vielen Dank. 500 Kronen. See you later. Go in peace, Ferdinand. EP. Das war doch ganz nett. So, aber... auf zum Tufo Weingut, beziehungsweise wir gucken erstmal, wo haben wir denn einen Schnellreisepunkt in der Nähe. Denn zum Tufo Weingut können wir, glaube ich, auch per Schnellreise kommen. Shone in its eyes your glow, sent marking times like a daisical flow. They ventured beyond. So. Also halb. So halb kommen wir dahin. Wenn ich mich immer noch wundere, wahrscheinlich kriegen die... Ich frage mich, wo die ganzen sind, weil meistens sind die irgendwie zumindest in der Nähe von irgendwelchen Fragezeichen gewesen. Die ganzen Schatzsuchen für die Hexerausrüstung. Aber gut. So, das Tufo Weingut beginnt dort vorne. So, wo ist euer Auftrag? Hallo. Yeah? What is it? Now, why does one summon a witcher, To inquire about the gossip currently flowing about the court? I have a problem with a beast. You the one posted the notice? Go on then, spit it out. What's it about? First, my dear witcher, we must establish ground rules. Given the vast difference in our respective social positions, I'm sorry to say I take umbrage at the familiar tone you take. I expect deference. I expect you to address me as Sir, or better yet, as Monsieur de Bourbeau. Fine. Monsieur de Bourbeau. The emphasis falls on the last syllable. Bourbeau? See, now I'd rather emphasize something else. Tell me what this is about, monsieur, or I'll change my mind and go. Naughtlings and their manners.
Very well. Let us get this over with. Something has infested my vineyard. Mm-hmm. Great. Let me go prepare my something oil then. I beg your pardon? Need more information than that. Where was this something seen? Any witnesses? Bodies to examine? Therein lies the rub. None has seen the beast. We've only heard signs of its presence, a strange scratching and shrieks. Neither are there any corpses to inspect. Men simply disappear without a trace. Noises you mentioned. Where do they come from? Well, everywhere. But they're most clearly audible in the wine cellar. Means the monster must dwell underground. When are the noises loudest? In the night, just as they were years ago, when the buildings quaked. Another expert agreed to look into the matter then, but was never thereafter seen nor heard of. Ich befürchte ein Glumar. Who's disappeared, if you don't mind my asking? Most recently some farmhand, I believe. Despite the vast difference in your social statuses, do you perchance remember the farmhand's name, monsieur? No. You must speak to my wife. She has more collegial relations with this household help. She's away at the moment visiting her mother, but should return forthwith. Oh, that should suffice with the questions. Now tell me, will you take the contract? Yay or nay? Depends. What kind of reward are we talking about? Den könnten wir mal schön ausnehmen. Aber jetzt nicht betreiben. Come now, be reasonable. Fine. Seems I must take the loss. Agreed. Fine, I'll do it. Need to look around here first. Then I'll want to talk to Madame de Bourbeau. Very well. I shall inform you once she has returned. Meanwhile, the key to the cellar. Just... whatever you do, please do not disturb the wine barrels. Ja. So, nach Einbruch der Dunkelheit. Also einmal Mitternacht. I never knew vampire exterminations could be so hard. I've worked up quite the appetite. All right, let's look around. Shattered dishes. Got knocked off the shelf somehow. Shaken off, maybe? What the? Jo. Arbeitsplan des Tufo Weinguts. In der letzten Woche war ich gezwungen, 3 Arbeiter zu Aufräumarbeiten nach den seltsamen Erdstößen abzubestellen, was die Arbeit in den Weinbergen wiederum sehr verlangsamt hat. Sophie bleibt nach wie vor in Gefangenschaft und kann einige Zeit lang nicht arbeiten, und später wird sie durch das Kind nur eingeschränkt einsatzbereit sein. Jean-Luc ist heute nicht einmal zur Arbeit erschienen, ohne Vorwarnung und Entschuldigung. Wenn er wieder auftaucht, werde ich ein ernstes Wort mit ihm reden. Fast die richtige Taste gedrückt. That's better. So. Ja, wir sind hier in einem riesigen unterirdischen Kikimores? Okay. Oder ist Ich kann sagen, dass wenn ich eine Fackel halte, dass ich keinen Schwein angriff machen kann. Ja, kann ich nicht. Interessant.
wusste ich nicht. Na gut, aber ich benutze auch eigentlich nie Fackeln, deshalb, so, aber, na gut, hier ist nochmal Kikimoren Nest. Ja. Ja, ja, sehen alle ziemlich platt aus. Goes on and on this tunnel. So, wenn die hier seit langer Zeit unterwegs sind, die Viecher, ne? Dann haben die sich natürlich entsprechend ausgebreitet. Hoch oder links? Erstmal nichts. Das heißt, es geht nur noch weiter. Should be able to break through. Okay. Damn it, it's getting away. More eggs. Something's been feeding on them. Also haben wir es hier nicht No nur mit... Kikimore dug this. Tunnels are the work of something much bigger. Something with heavy, wide claws. Es gibt hier also nicht nur Kikimoren, sondern auch noch was Größeres. Na, was könnte das nur sein? Damn it. Young could hatch any minute. Water coursing. Underground stream. Monster I'm looking for lives underground, digs tunnels, feeds on Kikimores. It is big. Very big. Won't learn anything else here. Time to go back to the surface. Ich sehe keine Eier mehr hier. Getting more interesting by the minute. Last one. So, also zurück an die Oberfläche. Das könnte ja wieder ein Weg. Sacre bleu! What is the meaning of this? I'm paying you to slay a monster, not demolish my property. Property's falling apart on its own, what with all the tunnels under it. I'd fill those in soon if you don't want your building to collapse. Tunnels? Fiddle my farm, how did tunnels appear down there? Och, Something dug 'em. A large creature. Also killed a few Kikimores down there and destroyed their eggs. Consider it a half favor. Won't cost you much. Kikimore eggs. Yes, of course, good work. Indeed, a reward is due. vielen Dank. Madame de Bourbeau, I presume? Hear you know something about the missing farmhand. Jean-Luc? Yes. We went to examine this year's seedlings. Something had been nibbling at them. Then we heard these odd noises. Jean-Luc went to reconnoiter and never returned.
Where did you last see Jean-Luc, madame? Exactly. In the fields, north of here, by the wood. New seedlings there? I was under the distinct impression we had planted them all on the south slope. Almost all, my dear. I requested that some be planted to the north, by the grove. Just the remainders. Madame, could you describe Jean-Luc? Tall, exceedingly well built, hair black as pitch. Dear, concentrate. There is not a peasant that is not well built. They work in the fields all day. He means scars, birthmarks, that sort of thing. Then none, I suppose. But he did wear a pendant around his neck. A silver one. Silver jewelry on a farmhand? It was a gift, I believe. Or that is what he claimed. Should be enough to go on. Then what are you fritting round here for? Get to work! Kein Wunder, was die Gameplay fremd geht. Perhaps I can turn these... So, als erstes tun wir die Flagge weg, dann können wir nämlich notfalls auch wieder hart zuschlagen. Begone from my sight. So. Beim Wald im Norden. The bones are aching again. Oh, hier. Bread's really stale. Been here a while. Blanket was laid out here. Ja. Schönes Picknick veranstaltet. Footprints. 2 sets. Hier splitten die sich. Tracks split. Woman turned back here. Man kept going. Okay, das heißt, das ist der Mann. Blood. Blood. Human. A foot. Been gnawed on. Not good. Ups. Large, deep tracks. Da hat's noch irgendwas anderes. Piece of carapace. Horned gray shell. Ja, das deutet irgendwie alles auf einen Glumar hin. Das gefällt mir nicht. Claw marks. Straight. Dull. Perfect for digging. Felled trees. As if something rolled over them. So is shale mar. Only they dig tunnels and move like that. Yep. Sag ich ja. Okay, dann brauchen wir jetzt aber dennoch eine Katze. Denn ich habe keine Lust, einen Glumar ohne schwere Angriffe zu bekämpfen. Wie soll es denn hier weitergehen, hä? Bist du doof, Spiel? Wo kommt die Kampfmusik her? Seid ihr doof? Entrance.
Let's see if this leads to that tracks. Gut, dann haben wir jetzt zumindest 2 Sachen, die wir mit einer abschlagen können. Frage ist... Eine Warnung. Achtung, in dieser Gegend sind Gebäude eingestürzt, weil ein Monster alles untergraben hat. Ich weiß noch nicht welches. Kommt mir nach, ich entferne entfernt meine Symbole nicht von den Wänden. Ich brauche sie für den Rückweg. Left his school symbol on the wall. Clever. Gotta keep a lookout for more. Wonder what lured the giant centipedes. Ja, das ist irgendwie so halt symbiotisch mit den Romanen. Von wegen, dass die deren Ausscheidungen fressen für Hier ist auch das Bärensymbol. More symbols. Might want to look around some. Lead me. Das Monster ist schön weiter in die Höhle. Whoa, Shaelmar's close. Shaelmar droppings. Grubs that feed on them are a delicacy to giant centipedes. Was halt auch die Wissenschaftler erklärt, ne? So, da gibt's für den Romanen. Ja, dann gibt es. Shaelmar's lair. Gotta be. Drags its victims here. Pretty fresh, some of them. Gonna have to brew some bait. Need the blood of a recent victim and some of the mushrooms that grow here. Und ich sollte mal eben was wegschmeißen. Was haben wir hier eigentlich? Eine nützliche Trophäe, aber nicht so nützlich wie die anderen. Machen wir es mal so. Ich würde sagen, den Kampf suchen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao Freunde.